Heute möchte ich euch sehr gerne ein Video präsentieren in einem Quizformat mit Goethe-Zitaten. Seid gegrüßt, edle Herren und schöne Damen. Die erste Frage, die ich für euch habe, ist: Wie kommt das Zitat zum Ende? Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie danach. Wäre die Antwort A, ihr Lieben. Ist das richtig? Oder ist es die Antwort B? Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie zuvor. Das wäre die Antwort B. Oder ist es die Antwort C? Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie jemals. Ist das richtig? Oder, liebe Freunde, ist es richtig? Die Antwort D. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie alle. Welche Antwort ist richtig? Sagt sie euch am besten laut vor und dann vergleicht es gleich mit der Lösung, die ich euch natürlich im Anschluss präsentieren möchte. 10 Sekunden habt ihr. Kennt ihr dieses Zitat noch aus der Schulzeit? Das wäre sehr schön. Oder ihr könnt jetzt gleich noch etwas dazulernen. Und die Antwort B ist natürlich richtig, ihr Lieben. Habt ihr es gehabt, ja? Die Antwort B ist richtig. Zuvor. Wahrhaft, das wäre sinnvoll, wenn man diese Antwort gewählt hat, denn so ging dieses Zitat zu Ende. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie zuvor. Wahrhaft, das sind die Worte Goethes, so sieht es aus. Und das Wort zuvor reimt sich natürlich auf das Wort Tor und drückt deren Vergeblichkeit des Strebens aus. Wahrhaft, so ist es, so hatte ich es hier aufgeschrieben. Dennoch möchte ich euch ganz kurz auch sagen, dass der Tor ein nicht gerade heutzutage gebräuchliches Wort ist. Es ist das Wort, welches sie früher verwendet haben für das heutige Wort Narr, welches auch schon älter ist, oder es ist auch ein einfältiger Mensch. Wahrhaft, so kann man das Ganze dann hier auch erklären, was das Wort Tor bedeutet. Dann haben wir hier in unserem Zitat natürlich den Kasus Nominativ und das Verb stehen. In diesem Zitat beschreibt, dass man hier oder der arme Tor keinen Ortswechsel vornimmt und von daher ist es eben eine feste Position und wird in diesem Zusammenhang eine Gleichsetzung, hier wird eine Gleichsetzung vorgenommen. Denn der arme Tor steht nun da und ist so klug als wie zuvor. Es hat sich also nichts verändert. Er ist nicht klüger und er ist ehrlich gesagt auch nicht dümmer geworden. So sieht es aus, aber er leidet halt darunter, da die Vergeblichkeit des Strebens hier ausgedrückt wird und ihr seht, was Goethe damit meinte. Nicht ich damit meinte, sondern Goethe damit meinte. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug, als wie zuvor. Wahrhaft, wenn man sich das richtig verinnerlicht, dann denke ich, kann man einen großen Teil des Zitates sehr schön verstehen. Kommen wir zur nächsten Frage. Und die nächste Frage lautet: Welchen Kasus regiert die Präposition vor in diesem Zusammenhang? Eines Schicklichen fürchtet man sich vor jedermann. Und welcher Kasus ist es hier in diesem Zitat nach der Präposition vor? Ist es der Kasus Akkusativ? Ist es der Kasus Dativ? Oder ist es der Kasus Nominativ? Oder ist es der Kasus Genitiv? Liebe Freunde, 10 Sekunden habt ihr wiederum Zeit und überlegt euch, welcher Kasus nach der Präposition vor kommt. Und dann zeige ich gleich die Lösung und ihr könnt es vergleichen, ob ihr das gewusst habt. Und, liebe Freunde, habt ihr euch laut vorgesagt, die richtige Lösung?
Dann kommen wir zur Lösung. Und ja, liebe Freunde, aber natürlich ist es die Antwort B. Da die Präposition vor den Dativ verlangt, da ist es hier, seht ihr es eingefärbt von mir, die Präposition vor macht aus dem nächsten Gesagten dann jeweils den Kasus Dativ. So sieht es aus und das wird hier ganz einfach dann sofort lokal übertragen und verwendet. So sieht es aus, jawohl. Vor wem ist dann als Antwort jedermann und jedermann steht hier im Dativ. Und natürlich, liebe Freunde, sehen wir alle dasselbe und ihr seht es auch an meiner farblichen Markierung, dass ich euch ebenfalls gerne sage, dass natürlich die Einleitung des Zitates hier sich im Kasus Genitiv befindet. Jawohl, das sieht man, so sieht es aus. Und wir haben hier noch eine Sache und zwar ist es sich fürchten gehört hier zusammen und dementsprechend habe ich natürlich ebenfalls hier mit sich den Akkusativ in diesem kleinen kurzen Zitat hier integriert und das ist natürlich klar, dass das ein Reflexivverb ist. Sich fürchten, könnt ihr hier unten lesen, habe ich mir gestern notiert, wahrhaft. Und damit erfragt man, also, wessen fürchtet man sich? Ja, das ist dann in dem Fall das Genitivobjekt und so sind wir dann in dem Kasus, den wir ebenfalls sehr gerne für solche Zitate natürlich und für die gehobene Aussprache der deutschen Sprache hier verwenden. Besitzanzeigend sagt dieser Kasus, wessen fürchtet man sich? Sich fürchten ist dann in dem Fall der Kasus. Hier unten habe ich es für euch noch mal kurz notiert. Dann jeweils sich fürchten, Reflexivpronomen. Sich ist dabei, jawohl, im Akkusativ. Wahrhaft, so sieht es aus. Und dann natürlich das ganz zu Anfang erfragte Präposition vor, sagte ich bereits eingangs, ist sofort dann danach folgend der Dativ. Jawohl, so sieht das Ganze aus. Ich lasse euch auch gerne dieses Geschriebene noch eben hier auf, damit ihr das hinterher noch einmal sehr gerne für euch durchlesen könnt und auch vielleicht notieren möchtet, wenn ihr denn zum Beispiel auch gerade euch auf Prüfungen oder sonstigem vorbereitet. Und ich möchte euch bitte auch gerne noch ganz kurz erwähnen, wer es denn nicht weiß, was ist denn ein Schicklicher, könnte man mich jetzt fragen. Und das ist eine Person, die sich an Sitten, Normen, Gesetze und auch an die Gesellschaft und Konventionen entsprechend verhält. Sie schwimmt mehr oder weniger mit dem Strom, möchte ich mal ganz einfach modern sagen, und das ist ein Schicklicher. Es schickte sich an, sich so anzupassen, wie die Gesellschaft sich verhielt. Wahrhaft, so ist es und von daher ist es ein Schicklicher. Weiter geht es, ihr Lieben. Wenn ihr das schon gewusst habt, dann freut mich das wirklich sehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, das habe ich bereits gewusst und ich freue mich darüber, dass ich das hier noch einmal auffrischen kann, mein Wissen aus meiner Schulzeit. Wahrhaft, so sieht es aus. Weiter geht es zur nächsten Frage. Und wiederum haben wir ein Goethe-Zitat, so sieht es aus. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. So sieht es aus und auch das hat man hier im Goethe-Zitat ebenfalls. Und welchen Kasus verlangt die Präposition in? Die hören wir einmal ganz kurz. Hier auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden. Ist das in dem Fall, wenn ich diese Präposition in verwende, der Kasus Genitiv, der Kasus Akkusativ, der Kasus Nominativ oder der Kasus Dativ? Liebe Freunde, was denkt ihr, was wisst ihr über die Präposition? Könnt ihr das ebenfalls hier auf dieses Zitat anwenden? Euer Wissen über die Präposition in. Und ich schaue mir das gleich mit euch gemeinsam an, wenn ich euch dann die Lösung präsentiere. Sagt euch laut vor. So habt ihr den meisten Lerneffekt
wenn ihr den noch mitnehmen wollt, könnt, müsst, sollt. Und ihr könnt auch ebenfalls so euer Wissen wieder gut auffrischen. Und die Lösung des Rätsels kommt jetzt. Die Antwort B ist bitte richtig. Wir haben hier in dem Fall gleich den Akkusativ. Der agile Kasus der deutschen Sprache, agil sage ich, weil dieser Kasus meistens in seinen Sätzen, in seinen Texten, in seinen Zitaten eine Bewegung verlangt. Deswegen ist das der agile Kasus der deutschen Sprache und genauso ist es wieder, die Präposition spielt ihm natürlich sehr gut in die Karten, da sie natürlich bei einer Richtung und einer Bewegung ebenfalls den Akkusativ-Kasus verlangt. So sieht es aus. Und wir können das Ganze dann zum Beispiel mit der Fallfindungsfrage erfragen, wohin werden die Steine gelegt? Und zur Antwort käme dann, in den Weg werden die Steine gelegt. Und ihr seht schon an meiner Antwort, wie ich sie gebe, dass wir uns hier im Akkusativ befinden. Sehr schön, meine lieben Leute. Wer das auch schon gewusst hat, ganz hervorragend. Weiter geht's. Ich habe noch viel mehr für euch. Wir schauen uns das nächste an. In welchem Kasus steht des Menschen? Und ja, ihr werdet sagen, es ist doch einfach, Susa. Aber vielleicht nicht wirklich. Wir schauen uns das an. Ein Zitat Goethes ebenfalls. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Wahrhaft. Und sind wir damit im Dativ? Sind wir damit im Nominativ? Sind wir damit im Genitiv? Oder sind wir damit im Akkusativ? Welcher Kasus wird es wohl sein? Und wir schauen uns das gleich an, wenn ihr euch bitte die Lösung laut vorgesagt habt. Dann ist es sehr schön, dass ihr euer Wissen hiermit auffrischen konntet. Da ich denke, dass viele Faust auch lesen mussten und auch weitere Schriftstücke des Goethes. Und wir schauen uns das Ganze an. Die Antwort, ihr Lieben, ist die Antwort. War es klar? Mir war es klar, euch sicherlich auch. Es ist natürlich der Genitiv-Kasus. Aber natürlich, so ist es richtig. Und er zeigt sich sofort und ungeniert, möchte ich bald sagen, ja, an dem Artikel des Menschen. Hier haben wir ein direkt sehr großes Signal, welches uns sofort auf den Kasus Genitiv schickt und uns hier auch sofort noch in dem Nomen noch gleich bestätigt. Am Ende des Nomens befindet sich die Endung N des Menschen und es ist im normalen Fall, also im Grundfall Nominativ, der Mensch und hier wird es dann im Genitiv, in unserem Fall jetzt, des Menschen Seele. Wahrhaft, so ist es. Und dann haben wir noch in diesem kurzen Sprichwort, tatsächlich ist es, oder besser Zitat möchte ich eigentlich eher sagen, und wir haben hier auch noch ein Verb in diesem Zitat gleicht dem Wasser und das schickt uns dann sofort in den Kasus Dativ. Also dieses kurze Zitat hat es wirklich hier in der Möglichkeit, 2 Kasus zu beherbergen. Wahrhaft ein großer Meister war es, so sieht es aus, meine Verehrung hat er. Und das ist auch wiederum der Genitiv. Am Anfang wird es so eingeleitet, was im Übrigen, wie mir aufgefallen ist, des Öfteren in Goethe-Zitaten ist, dass er sich dem Kasus Genitiv bedient und das meistens gleich am Anfang des Zitates. Wahrhaft, so sieht es aus. Und wir können hier fragen des Menschen und wir können hier fragen, wenn wir denn tatsächlich noch den Kasus suchen sollten, wenn die Signale hier nicht ausreichend waren, könnten wir fragen, wessen Seele? Und so ist es klar, dass es wieder nur der besitzanzeigende Kasus Genitiv sein kann. Es ist die Seele des Menschen.
die dem Wasser gleicht. Wahrhaft, so sieht es aus. Ja, das geht auch andersrum. Genau so sieht es aus. Und wir haben hier unten noch ganz kurz die Erklärung hier jeweils des Menschen und die Endung en, die an der Mensch angehängt wurde. Und hier sehe ich, dass ich hier tatsächlich meine spanische Software etwas hier zurücksteuern muss. Genau. Gleichen ist ein Verb und wir haben somit mit diesem Verb, dadurch, dass der Meister hier ein Verb eingefügt hat und das auch noch gleich vor den Dativ oder auch beides zusammen ist ein schönes Zusammenspiel hier, dann gleich damit das indirekte Objekt einfordert. So sieht es aus und damit sind wir dann hier im Dativ. Sehr schön, weiter geht es, meine lieben Freunde. Und die nächste Frage, die ich bitte habe, ist, welche grammatikalische Funktion hat für den Augenblick? Wiederum habe ich ein Goethe-Zitat gefunden und das möchte ich euch auch gerne verlesen. Und ja, was glänzt, ist für den Augenblick geboren. So, was ist denn da los? Welche Antwort ist hier bitte richtig? Haben wir es hier mit einem Präpositionalobjekt im Akkusativ zu tun? Antwort A wäre richtig, wenn man diesen Teil hier benennen möchte. Diesen unteren Teil hier, genau, hatte ich hier oben gefragt. Oder ist es die Antwort B, das Subjekt des Satzes? Oder, liebe Freunde, ist es die Antwort C, Genitivattribut? Auch das könnte sein. Oder die Antwort D, adverbiale Bestimmung im Dativ. Welches ist die richtige Antwort, ihr Lieben? Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, welche Aufgabe euch recht schwer gefallen ist und welche ihr sofort lösen konntet. Und ob euch das Format hier ebenfalls gefällt, dann kann ich euch weitere Videos hier auch in diesem Niveau erstellen. Wahrhaft. Und die richtige Antwort ist, wer weiß es, ihr Lieben, was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Und die Antwort A ist bitte richtig, ihr Lieben. Ihr habt's gewusst, ja? Laut vorgesagt? Dann alles richtig, wunderbar. Präpositionalobjekt im Akkusativ. Wir sind hier im Akkusativ, weil der Akkusativ immer ganz gerne, ob es ein Satz ist oder ein Zitat, immer gerne Verben oder ein ansprechbares Verb für sich findet, welches ihm dann kurz danach das direkte Akkusativobjekt hier mitteilt, möchte ich bald sagen. Und hier haben wir, was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Und hier ist es exakt so, dass wir die Präposition hier ganz hervorragend für verwenden, um den Akkusativ einzuleiten. Und wir geben dem Kasus Akkusativ noch das kleine Geschenk des Verbs geboren im Anschluss. Ganz hervorragend gemacht, wie ich finde. Und so ist es richtig. Das ist tatsächlich ein präpositionales Objekt. Hier ist die Präposition, hier haben wir das direkte Objekt zusammen, einfach nur wundervoll gestaltet. So ist es richtig und die Präposition tut hier, was sie soll und das Ganze ergänzt sich durch den Kasus Akkusativ. Wer hätte es gewusst? Habt ihr es gewusst? Ihr Lieben, sehr schön. Weiter zur nächsten Frage, die ich euch bitte erstellt habe. Wie geht der Satz zu Ende? Es irrt der Mensch, solange er lebt, wäre die Antwort A. Es irrt der Mensch, solange er strebt, Antwort B, meine Lieben. Oder ist es irrt der Mensch, solange er hofft, Antwort C. Oder ist es irrt der Mensch, solange er denkt, welche Antwort befindet ihr für richtig?
Ihr habt wieder 10 Sekunden Zeit, um das Richtige zu finden. Und ich freue mich sehr, wenn ihr euer Wissen mit diesem Video wieder auffüllen oder erneuern könnt, updaten könnt, würden wir heutzutage modern sagen. Wahrhaft, so sieht es aus. Das ist mir nämlich eine sehr große Freude, euch Videos zu gestalten, die euch ebenfalls gefallen. Wahrhaft, wir schauen weiter, wie die Lösung sich zeigt. Wir schauen, die Lösung ist die Antwort B. Ihr kennt die Zitate Goethes, ja? Es irrt der Mensch, solange er strebt. Wahrhaft, so ist es richtig. Die Antwort B ist bitte hier richtig. Jawohl. Und dieses Zitat ist natürlich aus dem Prolog im Himmel, ebenfalls aus der Feder Goethes. So sieht es aus, so soll es sein. Und ich finde das ebenfalls ein sehr schönes Sprichwort. Wahrhaft, so sieht es hier unten aus. Und ein aktives Bemühen oder Vorwärtskommen wird hier in diesem Zitat zitiert. So sieht es aus. Das will uns dieses ganze Zitat hier präsentieren oder auch sagen. Ganz einfach. Sehr schön, ihr Lieben. Weiter geht's zum nächsten. Und ich hoffe, ihr kennt dieses auch. Manch einer sagt sofort, ei, das kenne ich auch noch, das ist aber lange her. Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm. Na, wer kennt es noch aus der Schulzeit? Ja, wir mussten alle dadurch. Und ich frage euch nun, welches Satzglied ist dem Tüchtigen? Ist es A, das Dativobjekt? Ist es Antwort B, das Subjekt dieses Zitates? Oder ist es Antwort C, Akkusativobjekt? Oder ist es die Antwort D? Es ist ein Prädikat. Liebe Freunde, was befindet ihr für richtig? Sagt's euch bitte laut vor und dann freue ich mich, euch die Lösung im Nachgang präsentieren zu können. Jawohl, ich bin keine KI und deswegen bitte ich herzlich zu entschuldigen, sollte ich mich einmal versprechen, ich bin tatsächlich hier nicht als KI unterwegs und das wird auf meinem Kanal auch so erst einmal nicht passieren, ihr Lieben. Welche Antwort ist richtig? Habt ihr euch das laut vorgesagt? Ja, dann schauen wir uns das Ganze an und, liebe Freunde, schaut noch einmal, wonach ich frage. Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht zu stumm. Und ich glaube, das war jetzt genügend, dass ich sagen kann, ihr seht es hier, dem Tüchtigen muss man fast auch schon nicht mehr erklären, so denke ich. Ich erkläre es euch aber liebend gerne, weil mir das wirklich sehr von Herzen Spaß macht. Wir haben es hier mit einem Dativobjekt zu tun. Da sich der Artikel der Tüchtige, wäre es im Nominativ, hier der Artikel im Dativ zu dem Tüchtigen. Und ich möchte das ebenfalls so deutlich sagen, weil uns hier gerade ein zweites Signal zuwinkt, kann man gar nicht anderes sagen. Es ist das Dativ N in der Endung des Nomens. Der Tüchtige wäre es normalerweise. Und hier sind zwei starke Signale für den Dativ und die kann man in diesem Zitat einfach nicht übersehen. So sieht es denn aus, wenn ihr Antwort A gewählt habt, seid ihr genau richtig unterwegs und auch schon wirklich, wirklich sehr, sehr wissend, wahrhaft, so möchte ich sagen. Und wir haben hier, ihr seht es, was ich hier unten noch geschrieben habe, das Adjektiv stumm ist ein Adjektiv, ein Eigenschaftswort der deutschen Sprache, wird in Bezug auf eine Person verwendet. Und daher ist es natürlich hier Dativ, wem, dem Tüchtigen, natürlich ist diese Welt nicht zu stumm, möchte ich bald mal so sagen. Wem gegenüber verhält sich die Welt nicht stumm? Wahrhaft, hier unten steht es nochmal. Ich schaue mal gerade auf dem anderen Monitor, dass ihr es auch lesen könnt. So soll es denn sein. Haltet das Video an, im Nachgang gerne und lest euch das alles durch. Schreibt es gerne auch ab oder macht ein Handyfoto oder wie immer man das jetzt macht.
So könnt ihr das Ganze euch nochmal verinnerlichen. Die nächste Frage, ihr Lieben, kommt jetzt. Und nochmal ein kleines Zitat, welches ich mir hier rausgesucht habe, welches ich für diesen Kanal Deutsch mit Susa hier ebenfalls sehr passend fand, da das Zitat, wie ich finde, sehr, sehr schön viel Ausdruck hat. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Welcher Kasus löst die Präposition von aus? In diesem Satz. Weiß nichts von seiner eigenen. Welcher Kasus ist es? Antwort A. Ist es der Akkusativ, den diese Präposition von auslöst? Oder ist es der Dativ? Oder, liebe Freunde, ist es der Genitiv, der Nominativ? Welche Antwort ist richtig? 4 Lösungsmöglichkeiten haben wir. Eine einzige ist hier immer richtig und die werden auch öfter gewählt, habe ich gesehen. Sehr schön, liebe Freunde, dass ihr euch auch hingehend dessen weiterbildet. Sehr, sehr schön. Und die Antwort, laut vorgesagt, ihr Lieben, wir schauen, ob sie richtig ist. Wahrhaft, die Antwort B ist ebenfalls richtig und ich kann sagen, ich habe diese Sachen hier natürlich erstellt aus meinen eigenen, Gedanken möchte ich bald sagen. Und ja, ich muss immer schauen, dass ich das natürlich so anpasse, dass ein jeder es mitlernen kann. Für mich zeigt sich natürlich immer sehr schnell, sehr klar, welcher Kasus davor ist. Wenn ihr jetzt die Antwort B gewählt habt, dann habt ihr richtig gewählt, denn es ist der Kasus Dativ. Ja, aber natürlich. Und er zeigt sich wiederum, so wie die Frage auch gestellt war. Welcher Kasus löst die Präposition von aus? Das andere war erst einmal nur gestreut und mir ist natürlich genauso wie wahrscheinlich vielen von euch klar, dass hier mehrere Kasus in diesem kleinen Zitat beherbergt werden. Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Seht ihr das, was wieder hier für viele Signale hier in diesen kleinen kurzen Wörtern stehen nach der Präposition von? Und da kann man tatsächlich sagen, wenn ihr euch das notieren möchtet, die Präposition von verlangt immer den Dativ. Wenn ihr die Präposition habt im Satz von, danach folgt dann der Kasus Dativ. So sieht es aus, wahrhaft, so sieht's aus. Und am Anfang, das muss ich wahrscheinlich auch kurz ansprechen, fremde Sprachen steht hier natürlich und wir wissen es, da wir uns wieder hier im Kasus Akkusativ erst einmal befinden, weil der Kasus wieder seine Belohnung von diesem Satz oder Zitat auch erhält, denn er hat wieder ein Verb, welches er in diesem Zitat vorfindet. Sehr schön. Und wir haben das direkte Akkusativobjekt ebenfalls gefunden. Kennt fremde Sprachen. Was kennt er? Und hier ist es, er kennt fremde Sprachen. So habe ich sofort dann ein direktes Akkusativobjekt gefunden. Und dann geht es ganz einfach munter weiter mit einem weiteren Verb. Weiß nichts, eine Negation ebenfalls direkt danach zweimal in diesem Zitat vorhanden. Negiert hatte der Meister zweimal, jawohl, und danach kommt dann die Präposition von, die uns sofort den Dativ bestätigt. Wahrhaft, Präposition von ist gleich immer Dativ. Dürft ihr euch gerne notieren, wenn ihr es möchtet, oder ich lasse euch das noch einen Augenblick und stoppt das Video. Schaut euch an, was ich geschrieben habe, damit ihr das alles mitnehmen könnt von meinen Videos. Weiter geht's, ihr Lieben. Und hier noch, wie ich fand, ein sehr treffendes Zitat Goethes und wir schauen uns das Ganze an. Ja, liebe Freunde, wenn ihr Faust gelesen habt und es ist egal, ob 1 oder 2, hier habe ich einige Dinge hier mal mitgebracht und der Kasus macht mich lachen.
Jawohl, so lautet es hier und ich fand das Ganze sehr, sehr treffend. Und hier haben wir, welches heute eher seltene grammatikalische Phänomen tritt hier auf? Der Kasus macht mich lachen. Wahrhaft, so spricht man heutzutage nicht mehr oder ich möchte bald sagen seltener, aber es ist tatsächlich ein Zitat aus Faust. Und was haben wir hier? In diesem kurzen Kasus für ein Phänomen, welches wir hier haben, eine Passivkonstruktion, möchte ich sagen. Sonst könnte man sagen ein Passivkonstrukt, aber eine Passivkonstruktion, eine Genitivinversion, ja, oder ein Konjunktiv 2, welches wir hier vorfinden, oder haben wir hier Accusativus cum Infinitivo. Aha, und genau das ist das. Ja, ich weiß, dass das Latein ist. So sieht's denn aus, aber die Leute, die sich dieses Video bis hierher anschauen, werden sicherlich wissen, was ich hier meine. Ja, es ist einfach, ich möchte euch das sehr gerne auf Deutsch übersetzen, der Akkusativ mit einem Infinitivverb, welches ich hier beschreiben möchte, wenn ich sage Accusativus cum Infinitivo. So sieht es aus und hier ist es dann Antwort A, B oder C. Ja, wahrhaft, ich spreche auch mehrere Sprachen. Latein leider nicht mehr dadurch, dass ich das nicht so häufig praktizieren kann, da die wenigsten Menschen hier Latein sprechen. Ich befinde mich in Spanien, ich spreche sehr gut Spanisch und ihr hört es, dass ich auch hier etwas zwischendurch mal vielleicht auch hängen bleibe, möchte ich sagen. Accusativus cum Infinitivo wäre es richtig gewesen. Wahrhaft, welches ist richtig? A, B, C oder D? Was ist hier richtig, liebe Freunde? 10 Sekunden habt ihr wiederum und wir schauen uns das Ganze an, ob ihr das Ganze auch noch wisst. Und das untere ist, wie gesagt, der Akkusativ mit einem Grundverb, möchte ich bald noch weiter übersetzen, ja, Infinitivo. Genau so sieht's aus. Und die Antwort, habt ihr gesagt, welche? Der Kasus macht mich lachen. Schaut euch noch einmal den Satz an. Ihr findet alles vor. Und ja, so ist es. Es ist tatsächlich hier unser Accusativus cum infinito. Das ist richtig. So ist es richtig. Der Kasus mit einem Infinitivverb. Infinitiv ist die Grundform eines Verbes. Und warum kann ich das sagen, dass es so ist? Da ich hier einmal mich habe im Akkusativ und gleich danach das Verb lachen, welches sich hier überhaupt nicht verändert hat und das ist auch hier unten, glaube ich zu wissen, hatte ich es gestern aufgeschrieben, wahrhaft. Und das ist ein reines Infinitivverb ohne Veränderung und das im Akkusativ. Das ist schon tatsächlich ein kleines grammatikalisches Phänomen. Das kann man nicht anders sagen, wahrhaft, so ist es, ja. Ja, sehr schön, liebe Freunde, wenn ihr das ebenfalls schon wusstet und das Ganze vielleicht auch hier erst nach der deutschen Ansprache Akkusativ ganz einfach mit einem Grundverb kombiniert, ist hier tatsächlich grammatikalisch eine Seltenheit und es funktioniert auch und ihr seht selber an dem ganzen Satz, was er aussagen möchte, dass das kein Satz ist, den man heutzutage so verwenden würde. Der Kasus macht mich lachen. Es ist etwas befremdlich, möchte ich sagen, aber wahrhaft, das ist ein Zitat Goethes. Die nächste Frage, ihr Lieben, folgt nun. Nun haben wir, und das ist etwas, was ich auch schon des Öfteren gehört habe, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Na, das kennen wir ja sogar noch aus der Umgangssprache, aus den Alltagsausdrücken, aus den Alltagssätzen, wahrhaft. Name ist Schall und Rauch, das sage ich auch öfter schon mal. In welchem Kasus stehen Schall und Rauch? Der einfachste Teil, möchte ich einfach nur wissen, ist es Nominativ, ist es Dativ, ist es Genitiv oder ist es der Fall Akkusativ? Welches ist richtig? Nur 4 Kasus haben wir in der deutschen Sprache und ich möchte gerne wissen, in welchem Fall steht Schall und Rauch. Das ist einfach, oder liebe Freunde? Wahrhaft, ich muss immer schauen, ob es für euch auch einfach ist. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, ob ihr das gewusst habt.
Da es für mich natürlich dann, wenn ich das schreibe, etwas einfacher ist natürlich und ich sage sofort, was es ist, aber für Lernende ist es vielleicht etwas schwerer und von daher interessiert mich eure Meinung natürlich sehr. Wenn ihr mir das unten in die Kommentare reinschreibt, dann erstelle ich dementsprechend das, wo ihr noch Probleme habt oder vermutet. Ja, so sieht's aus. Und die Antwort ist natürlich, und ich möchte auch natürlich sagen, Schall und Rauch. Was habe ich da geändert an diesem kurzen Stück des Satzes? Ganz ehrlich, liebe Freunde, gar nichts. Schall und Rauch ist nominativ einfach der Grundfall. Erster Kasus der deutschen Sprache. Gefühl ist alles, wahrhaft, so sieht's aus. Name ist Schall und Rauch. Hier haben wir ein konjugiertes Verb aus der Hilfsverbserie sein und hier ist es ist, Schall und Rauch. Und wie ist es? So ist es denn. Und das ist hier dann im Nominativ. Und hier unten habe ich es auch noch aufgeschrieben, hier. Das Verb sein ist dafür zuständig, dass wir einmal und zweimal in diesem Satz ist haben, konjugiert, damit es auch in diesen Kasus reinpasst. Wahrhaft, so sieht's aus. Und wir haben hier den Gleichsetzungsnominativ. Also, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Ich hätte bald behauptet, es ist egal. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Daher ist es Gleichsetzung, weil man genau das Gleiche meint. So sieht's aus. Ja? Sehr schön, ihr Lieben, wenn ihr das auch schon gewusst habt. Das war, wie ich finde, keine sehr schwere Aufgabe. Aber wie gesagt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr das gewusst habt oder nicht, damit ich weiß, dass ich euch weiterhin schöne Videos in diesem Format hier erstellen kann und auch gerne einmal mit Goethe-Zitaten oder sonstiger Meister hier auch mal was machen kann mit euch. Jetzt kommt noch ein Zitat, welches ich ganz hervorragend finde und es vertritt vollends meine Meinung. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Wahrhaft, wie recht er hatte. So sieht es aus und wiederum haben wir ein Zitat von Goethe hier und hier habe ich eine kleine Frage zu. Welcher Teil ist hier ein Infinitiv mit der Präposition zu, möchte ich bald sagen, mit dem Wort zu? Antwort A, um zu reisen. Antwort B, man reist ja nicht. Antwort C, anzukommen. Oder Antwort D, sondern um. Welches ist hier der richtige Teil? Und hier ist noch einmal das Zitat, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Wahrhaft. Und ich gebe euch 10 Sekunden Zeit, um die richtige Antwort zu wählen. Schaut's euch genau an, welcher Teil ist hier ein Infinitiv mit zu? Das ist wichtig hier, dieses Wort zu ist richtig, um die Antwort recht schnell zu geben. Infinitiv möchte ich ganz kurz nur wiederholen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Infinitiv ist ein Verb in seiner Grundform. Ach, jetzt habe ich es fast verraten, ihr Lieben. Was habt ihr als Antwort gesagt? Laut vorgesagt? Dann kommen wir zur Lösung. Ja, aber natürlich, ihr Lieben. Und deswegen sagte ich auch gerade bereits, dass ich es fast vorgesagt habe, ihr Lieben. Die Antwort A ist natürlich richtig. Hier habe ich dieses kleine kurze Wort zu, um zu reisen. Und reisen ist wiederum im Infinitiv in seiner Grundform geblieben. Richtig schön formuliert, finde ich, das Ganze mit hier eingeleitet und danach dann wunderbar das Verb in seiner Grundform verwendet. Ihr seht meine Begeisterung für seine Zitate, ja, des Meisters Sprache, wahrhaft, so sieht es aus. Und ist einmal hier und dann auch noch gleich dann hinterher zu in diesen Satz zu setzen, um hinterher das Ganze dann mit dem Grundverb zu enden. Herrlich, wunderbar, ich finde es auch sehr schön und das Ganze beherbergt, möchte ich bald sagen, also keinen richtigen Kasus in der Hinsicht, sondern es ist einfach eine Infinitivkonstruktion, schon wieder so etwas Schweres. Es ist mehr oder weniger
wie soll man das sagen, ein Konstrukt von einem Grundverb Zusammenspiel, möchte ich bald so übersetzen, wenn man es denn so kann. Wahrhaft, das denke ich, und man sieht sofort, was der Meister hier gemacht hat, um anzukommen, wunderbares, trennbares Verb mit eingesetzt, genauso weitergemacht und das Ganze noch einmal wiederholt, so dass das Ganze hier wirklich eine Infinitivkonstruktion ist. Und das sieht man dann auch, wenn man es einmal erklärt bekommen hat. Dann sieht man sofort, was hier passiert. Wahrhaft, hier unten habe ich es noch einmal ganz kurz aufgeschlüsselt. Zu wird hier verwendet, um einfach Grundverben im Satz nicht konjugieren zu müssen, und das ist auch hier vollständig geglückt. Sehr schön, meine Lieben. Weiter geht's zur nächsten Frage. Jetzt habe ich noch eine kleine Frage für euch. Welches Adjektiv, und hier folgt jetzt kein Goethe-Zitat, dennoch finde ich es sehr interessant zu wissen, ob ihr das hier auf diesem Deutschniveau ebenfalls schon wisst. Welches Adjektiv beschreibt eine Person, die sich gewählt und vornehm ausdrückt? Hat man immer wieder. Manche Personen fallen auf, wenn sie wirklich sehr gewählt sich ausdrücken können und ebenfalls natürlich auch sehr vornehm. Ist es Antwort A, eloquent? Ist es Antwort B, redundant? Antwort B wäre das. Distinguiert wäre Antwort C bitte oder Antwort D akribisch. Welches dieser Wörter würde es ausdrücken, wenn ich das sage? Diese Person drückt sich sehr gewählt, sehr vornehm, nahezu gehoben aus. Ich bin interessiert, ob ihr das wisst. Und sagt mir, welches Wort ist hier richtig? A, B, C oder D. Nur eine einzige Lösung ist hier richtig. Wahrhaft, so sieht es aus. Und, liebe Freunde, was habt ihr euch laut vorgesagt? Die meisten wussten es, oder? Ja, wenn nicht, ich präsentiere euch gerne die Lösung, damit ihr das auch demnächst wisst. Eine Person, die sich gehoben, gewählt und vornehm ausdrücken kann und das auch tut, lautet distinguiert. Diese Person drückt sich dann gewählt und vornehm aus und hat eine etwas abhebende, ich möchte sagen, eine etwas gehobene Weise des Sprachgebrauchs ist bei der Person. Distinguierte Person ist das. Ja? Sie kann sich also sehr gut ausdrücken und das ganze Auftreten, Benehmen und ebenfalls die Sprache wird so präsentiert, als dass es dann vornehm, kultiviert, stilsicher und gewählt erscheint. Und so ist es, diese Person. Antwort C, distinguiert ist hier richtig. Wahrhaft dürft ihr euch gerne für diesen Teil notieren, wenn es ihr möchtet. Oder wenn ihr es im Kopf behalten möchtet. Oder schaut euch das Video nochmal an. Die nächste Frage, ihr Lieben. Die nächste Frage, wieder ein Wort, welches wir in der gehobenen Sprache, der deutschen Sprache verwenden. Und wir schauen uns das Ganze einmal an. Was bedeutet das Verb konterkarieren, ihr Lieben, in einem gehobenen Diskurs? Natürlich, ja. In einer gehobenen Ansprache möchte ich gerne auch auf Deutsch übersetzen. In einer gehobenen Ansprache, was bedeutet konterkarieren? Und es bedeutet Antwort A, unterstützen. Es bedeutet Antwort B, bestätigen. Es bedeutet durchkreuzen oder auch entgegenwirken. Oder ist es die Antwort D, hinterfragen? Was bedeutet konterkarieren? Und ich bin gespannt, ob ihr das wusstet. Und 10 Sekunden habt ihr wiederum Zeit. Wahrhaft, so ist es. Und konterkarieren. Sage ich euch noch einmal ganz langsam konterkarieren. Und jetzt müsste ein jeder wissen, was dieses Wort uns aussagen möchte, oder? Habt ihr es laut gesagt? Ja, sehr schön. Wir schauen uns das Ganze an und ich kann euch sagen, ich habe es nicht umsonst so langsam gesagt und auch noch abgekürzt in der Mitte einmal ausgesetzt. Konterkarieren sage ich mit Absicht, da es sich um die Antwort C handelt. Liebe Freunde, durchkreuzen, entgegen etwas sein, konter, entgegenwirken, ja, aber natürlich,
Konterkarieren bedeutet ganz einfach durchkreuzen oder irgendetwas oder einer Person entgegenwirken. So sieht es aus. Und hier unten steht, Pläne und Maßnahmen durch gegenteiliges Handeln unwirksam machen. Wahrhaft, so sieht es aus. Das bedeutet konterkarieren. Deswegen sagte ich das so richtig abgekürzt auch. So, sehr schön. Und die nächste Frage, die ich bitte habe, und jetzt möchte ich gerne noch ganz kurz hier ein kleines Zitat, ich möchte bald sagen Sprichwort der gehobenen Sprache ansprechen, ganz kurz ist es nur, und ich möchte gerne wissen, welcher Kasus muss nach der Präposition ob im Sinne von wegen, ihr seht es, wie es oben geschrieben steht, in der gehobenen Sprache folgen. Was muss hier folgen? Wenn ich sage, man wundert sich ob Dativ oder Akkusativ oder Nominativ oder Genitiv. Und ihr seht, was ich hier geschrieben habe, das ist erst einmal die Grundform, das seltsame Verhalten. Und das ist jetzt hier in diesen Satz hier zu integrieren, so dass das Ganze auch vom ganzen Satzbau, von der Konstruktion grammatikalisch richtig ist. Man wundert sich, ob. Wie geht es weiter, ihr Lieben? Komme ich da mit dem Dativ hin? Komme ich da mit dem Akkusativ hin? Komme ich da mit dem Nominativ hin? Komme ich da mit dem Genitiv hin? Ja, das ist etwas schwerer, weil man das Ganze jetzt so umwandeln muss, damit es hier hineinpasst, und dann muss man auch noch den Kasus dazu wissen. Und die Antwort, liebe Freunde, in 10 Sekunden bekommt ihr die präsentiert und ich hoffe, ihr habt sie richtig gehabt. Und ich weiß, dass viele schlaue Köpfe hier auch auf YouTube unterwegs sind. Das weiß ich aus Erfahrung mittlerweile. Und die Antwort ist, die Antwort ist der Genitiv. Und wie sollte es anders sein in der gehobenen Sprache? Man wundert sich ob des seltsamen Verhaltens. Seht ihr das hier, was hier passiert? Man setzt hier einfach aus das seltsame Verhalten. Das ist der ganz normale Neutrumartikel, möchte ich sagen, neutraler Artikel, das im Nominativ erster Kasus der deutschen Sprache, hier in den Genitiv umgewandelt, damit er sich erstmal hier mit dem Nomen richtig verständigt, und das Nomen bekommt natürlich die Endung S am Ende ebenfalls, genauso wie der Artikel das vorgibt, hier des Verhaltens, möchte ich erst einmal wegnehmen. Will sagen, dass diese beiden, das Nomen und auch der Artikel zuvor, hier richtig miteinander ein gesundes Zusammenspiel haben im Genitiv, im Kasus Genitiv. Und das Ganze ist jetzt schon hier so, ihr seht es, dass ich jetzt auf einmal das Adjektiv seltsamen, seht ihr das? Steht jetzt alleine hier. So, das will also sagen, dass das Adjektiv von seiner Aufgabe entbunden ist, dem Nomen zu sagen, welches Geschlecht das Nomen haben soll. Das Adjektiv ist hier einfach jetzt nur noch dafür da, dass es dem Nomen sagen soll, dass es bitte die Beschreibung ist, also seltsames Verhalten ist, so sieht's aus, und es hat sich hier nur an den Kasus Genitiv anzupassen, und das ist daher, dadurch, dass das Nomen seinen Artikel schon mitbringt, ist das Adjektiv hier einer Aufgabe, ich möchte nicht sagen beraubt worden, wahrhaft, es hat nicht mehr ganz so viel zu tun, da der Artikel vor dem Nomen steht. So sieht es aus, und wir haben hier, richtigerweise sehe ich hier unten, hatte ich gestern geschrieben, eine Kausalpräposition, und das ist sowas wie eine Grundpräposition, aber ein Grund aus Sinn eher, also keine, die ich in der Grundbasis habe, sondern eher das Wort als Sinn verwendet. Also eher ein, Kausalpräposition ist es hier in dem Teil. Und deswegen wird es auch in der gehobenen Schriftsprache, ihr seht es hier unten alles markiert, in der Präposition oder mit der Präposition ob, dann gleich auch so in den Genitiv
ja, verwandelt, möchte ich bald sagen. Die schickt uns sofort da rein, diese Präposition. Und hier haben wir es genau. Ob ist ungefähr so ähnlich zu haben wie wegen, über. Es ist also mehr oder weniger als Grund bezeichnend, möchte ich das auch nochmal eben sagen, weil ich dachte ja gerade schon, dass es eine Kausalpräposition ist. Wahrhaft, so sieht es aus. Und diese, ja, tatsächlich, diese, ja, ich möchte sagen Schriftsprache oder auch diese Wortwahl ist doch schon leicht veraltet, aber sie regiert dann dennoch immer noch den Genitiv, den Kasus Genitiv, den man sowieso des Öfteren in der gehobenen Sprache vorfindet und so ist es dann hier ebenfalls der Fall. Und hier hat man noch einen Teil der Ansage, man wundert sich über etwas und wundern ist natürlich hier wieder, wir wundern, wir tun etwas und damit sind wir wieder, wir wundern uns etwas und hier ist natürlich beides jeweils wieder für den Akkusativ genau richtig hinterlegt. Das Verb ist hier richtig und wir wundern, Verb, uns über etwas. So sieht es aus und damit habe ich dann auch mein richtiges Akkusativ-Objekt direkt gefunden. Akkusativ oder gehoben, ob etwas. Man kann es also so oder so sagen und in der heutigen Umgangssprache hatte ich auch noch ganz kurz, ihr seht, mir fällt das immer noch nebenbei ein hier, aber ich hatte es auch so geschrieben gestern, ist es tatsächlich so, dass wir das ganz anders ausdrücken heutzutage. Man wundert sich über das seltsame Verhalten. So wäre es dann ganz sauber im Akkusativ und das ist dann eher mit der Präposition hier ganz einfach über, Präposition über wird hier verwendet und die schickt uns dann sofort in den Akkusativ. Das ist eigentlich heutzutage diese Ausdrucksweise für diese ältere. Ja, das wird wahrscheinlich heutzutage weniger verwendet. Ja, man wundert sich ob des seltsamen Verhaltens. Ist etwas schwerer und auch für Leute, die die deutsche Sprache lernen wollen, dementsprechend natürlich auch etwas, ja, gehobenes Lernniveau. Und das nächste, was wir haben, ist ebenfalls eine Frage, die ich hier habe. Und ich möchte einfach nur den Sinn eines Wortes oder sagen wir besser, die korrekte Deklination im Genitiv für das Wort Eklat wissen. Wie lautet es richtig im Genitiv? Eklat. Ihr seht es hier, dieses Wort habe ich hier geschrieben. Antwort A, des Eklats, des Eklates. Es ist Antwort A, des Eklat. Dann Antwort C, des Eklats, da kommt es. Oder Antwort D, dem Eklat. Was ist hier bitte richtig? Welches ist die richtige Lösung? Und wir schauen uns das gleich an. Ihr wisst es, das Eklat ist es in seiner Grundform, der einfache Artikel davor, Neutrum, also neutral, nicht männlich, nicht weiblich. Das Eklat wäre es. Und die Antwort? Na, habt ihr euch die laut vorgesagt? Wer weiß es, der möge das laut vorsagen und ich zeige euch jetzt die Lösung und die Lösung ist natürlich auch so und ich möchte euch ganz kurz verraten, warum ich eben, ihr habt es gemerkt, die Lösung schon verraten habe. Ja, weil mein Gehirn genau das macht, was es tun soll. Ich bin Muttersprachlerin und von daher ist es ganz normal, dass mein Gehirn sofort eine falsche Aussprache korrigieren möchte. Sofort ist es so, dass man mir falsche Vorgaben, wie zum Beispiel hier des Eklates, wird sofort korrigiert und von daher ist dieser kleine Ausrutscher, ich bitte euch höflichst, das zu entschuldigen und ich möchte eigentlich mit dieser kleinen Erklärung nur sagen, dass ihr, wenn ihr des Öfteren meine Videos schaut und sehr viel mit meinem Kanal hier lernt oder überhaupt die deutsche Sprache lernt, hinterher genau das Gleiche erfahren werdet. Euer Gehirn versucht es automatisch richtig zu setzen und dann kann man euch erzählen, das heißt anders, nein, ihr wisst es besser. So sieht es aus und die Lösung ist natürlich des Eklats. So, muss man gar nicht mehr anders sagen und wir befinden uns hier ganz sauber im Genitiv. Und
Wir sehen das alle und dieser Genitiv zeigt uns immer wieder dieselben Endungen. Ihr seht es hier, dieses S hier am Ende, diese Endung ist sehr, sehr wichtig, dass wir sofort sehen können, hey, das ist ein Signal für den Genitiv. Es kann gar nicht anders sein, der Dativ würde sich die Blöße nicht geben. Wahrhaft, so ist es, denn nur der Genitiv macht es so, dass er dann hier diese Veränderung so vornimmt, dass er dann den Artikel jeweils mit der Endung S versieht oder auch ES und dann auch ebenfalls das Nomen damit ebenfalls bestücken lässt. Wahrhaft. So wisst ihr dann ganz genau, wir befinden uns im Kasus Genitiv, meine lieben Freunde. Sehr schön, ihr Lieben. Und genau das ist das, was ich euch sehr gerne mitgeben möchte. Wenn ihr hier des Öfteren bei seid, bitte, bitte lasst euch das mal wirklich von eurem eigenen Gehirn präsentieren, dass ihr auf einmal spontan irgendetwas sagen könnt, nur weil ihr jeden Tag etwas an der Sprache getan habt, dass ihr spontan etwas sagen könnt und ihr nicht einmal die Grammatik dahinter könnt oder aufgrund der häufigen Wiederholung, der täglichen Wiederholung, euer Gehirn so reagiert wie meins gerade. Und ihr sagt einfach, ihr könnt mir sagen, welche Lösung, wie immer ihr wollt, aber ich weiß, dass die Lösung, mein Gehirn sagt es schon, des Eklats, alles andere könnt ihr dann wegstreichen und so wird man dann immer sicherer. Ich danke euch, meine lieben Zuschauer, für das Zuschauen meines Videos und hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas erfreuen und schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, welche Aufgabe doch vielleicht etwas schwer war für euch und ob ihr dieses Format ebenfalls mögt, wenn ich euch einige, ja, ich möchte sagen, Teile, Texte, Sätze der gehobenen Sprache hier aufrufe oder auch einige Zitate einiger großen Meister hier ebenfalls aufrufe und das wäre mir wahrhaft eine Freude, euch weiterhin mit Videos hier beschenken zu dürfen. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.